Hallo Freunde der Mineralogie, hallo Achatliebhaber und leidenschaftliche Steinsammler. Ich präsentiere Ihnen hier ein Video aus der Reihe Die Mineralien der Sarnaer-Senke. Im folgenden Video beschäftigen wir uns mit Funden von Kupfer, und zwar aus dem Kupferbergwerk Fischbach und mit den Fellfunden bei Reichenbach. Zudem besuchen wir noch zwei Fundpunkte im Saarland, Nunkirchen und Steinbach. Wir sind wieder im Saar-Nahe-Becken oder Saar-Nahe-Senke und schauen mal nach den Kupferlagerstätten, die es dort gibt. Kupfer, ganz wichtiges Metall, technisches Metall in der Vorzeit und auch heute. Es gibt leider in dem großen Fischbacher Kupferbergwerk keine groß ausgebildeten Minerale. Es gibt sehr interessante Minerale, sehr schöne Minerale, was man hier auch sieht. Also das sind die primären Erze Bornit und Corvellin, die ein fantastisches Kupfer geliefert haben über hunderte von Jahren. Aber das Ganze ist sehr klein. Wir haben hier eine Bildbreite von 3,5 mm. Was es aber eher gibt, sind Gipskristalle zum Beispiel oder Sinterkrusten, die sich auf der Oberfläche gebildet haben in den Weitungen, und diese sind halt etwas größer kristallisiert. Hier haben wir einen farblosen Gips mit kleinen Malachiten und hier haben wir einen grünen Gips, der viel Malachit enthält. Die zweite Fundstelle, das ist etwas ganz Besonderes, das ist die Fundstelle bei Reichenbach in der Nähe der Standortverwaltung von Truppenübungsplatz. Man kann diese Bereiche begehen, man darf dort sammeln. Es ist schwierig, etwas zu finden, aber es sind sensationelle Stücke. Sie sehen hier jetzt eine Prenitknolle, ist meistens an Prenit, das Mineral, gebunden. Und der Schnitt zeigt an Malachit. Dann haben wir wieder Azurit, das ist das blaue Material. Wir haben wieder Vanadium-Minerale, und zwar ist es diesmal Volbotit. Eben war es Weseniit, jetzt ist es Volbotit, der ist etwas anders kristallisiert. Richtig giftgrün und tritt in den Anschliffen sehr schön zutage, ist nicht selten in diesem Fundbereich. Nicht zu verwechseln mit Malachit wäre der Chrysokoll, der ist zwar auch grün, aber der ist gelförmig aufgebaut, nicht faserig. Und besonders schön sind die Bildungen von verwittertem Kupfer, oxidischem Kupfer, dieses sogenannte Kuprit. Wir sehen hier einen rechteckigen Kupferkristall, der zu 2/3 durch das rote Kuprit ersetzt wurde. Das ist nicht selten. Hier sehen wir einen weiteren quadratischen Kupferkristall. Das wäre eigentlich ein Würfel gewesen, aber in dem Fall haben wir eine Pseudomorphose von, ja, das waren 12 mm Würfel ursprünglich im Prenit. Sensationell ist dieser Kuprit, also Kupferoxid, der in den Fasern vom Prenit sitzt, und ja, auch wieder eine Explosion. Eins der seltensten Minerale in unserer Region ist der Algodonit. Das ist diese Kupfer-Arsen-Verbindung. Der ist silberweiß, kommt auch dort vor, aber meistens nur sehr klein. Es gibt Kuprit auch als Chalkotrichit. Da bildet er nadlige, winklig verwachsene Aggregate aus. Und es gibt natürlich sehr schöne Prenite auf den Äckern rund um Reichenbach. Die sind auch nicht schwer zu finden. Was interessant ist, halt das Kupfer, aber diese Prenite kann man recht gut finden. Vergrößert man dann diese Prenite, enthalten die oft andere Minerale, dann werden die auch sehr bunt und farbig. Man könnte jetzt fast von einem Achat sprechen, ne? Wobei es grüne Achate eher selten gibt, aber das wäre jetzt ein Prenit. Und das ist jetzt schon ein Ausflug ins Fantastische. Wir sehen Kupfer, wir sehen Kuprit und wir sehen blau gefärbten Prenit. Dann gibt es sehr schöne Stufen von reinem Kupfer, also gediegenem Kupfer, die zum Teil sitzt das Kupfer in Hohlräumen drin, oder wir haben Verdrängungen nach anderen Mineralen. Das war eines der letzten Stücke, das ich gefunden habe. Das war ein kleiner Stein, hat so ein bisschen grün geschillert. Ich habe mich gebückt, gut, dass ich es gemacht habe. Der war extrem schwer, weil er massives Kupfer darstellte. Und mein schönstes Stück, das ist die Verbindung von blauem Prenit zusammen mit Kupferkristallen. Das sieht also wirklich ganz fantastisch aus. Das Ganze ist auch bewegend. Man hat eine gewisse Chatouillance, also so einen Katzenaugeneffekt an diesen feinen Nadeln des Materials. Also ganz vorzüglich. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte mal in die Ecke gehen. Man kann dort immer noch was finden. Gehen wir weiter Richtung Steinbach und Nunkirchen ins Saarland. Nunkirchen, ich bin Edelsteinschleifer von Haus aus, und ist ein wichtiges Produkt gefördert worden. Das war der sogenannte Nunkirchener Jaspis, der als Deutschlapis oder Swiss Lapis vermarktet wurde. Das Material war weiß, grau oder hellbraun, und das wurde mit einer chemischen Reaktion, wurde Berliner Blau darin erzeugt. Das ist sehr stabil, und das Material wurde dann in Oberstein geschliffen und exportiert.
Finden kann man noch kleine Hämatite mal wieder und ihr wisst es schon, wenn Hämatit vorkommt, kommt auch Goethit vor. Kleine Quarzdrusen, der Jaspis wie gesagt. Etwas in der Nähe liegt Steinbach. Steinbach bei Lebach, ein Steinbruch der Setz-Unternehmensgruppe. Und hier finden wir auch wieder schöne kleine Erzminerale, den hier blau angelaufenen Pyrit, auch wieder den Kupferkies, auch wieder Goethit, vorzüglichen Kristallen, Eisenkiesel in einer fantastischen Qualität, tiefrot, glänzend und Achate. Meine absoluten Lieblingsachate. Das sind quergelagerte Kalzitgänge in dem Steinbruch und in dem Kalzit findet sich schon Pyrit drin, also ganz viel Eisen, Pyrit und Hämatit und das wandert dann in den Chalcedon und gibt ihm seine Farben. Der hier ist jetzt violett, rot, gelb, gibt aber auch blau-rote. Und typisch nochmal für die Gangachate die Einbettung in den Kalzit. Ab und an findet man ein bisschen größere Stücke, die man dann als Einzelnes schleifen kann. Der ist so 6 cm etwa. Und jetzt kommen zwei ganz kleine, aber ganz verrückte Stücke. Der hier ist gerade 4 cm. Rundherum Kalzit, das weiße Material. Und innen findet sich der Achat. Und der hier ist auch so 37 mm. Die Lage der gelben Achatschicht ist im Original 2 mm. Man darf die Steine gar nicht sägen in dieser Schicht, man muss so runterschleifen und dann kann man diese Bilder erhalten. Die sind also etwas aufwendig in der Produktion, im Schliff, aber es ist auch allemal wert.